Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese euch eine Kindheitsgeschichte vor, die Fortsetzung von der letzten, Beginn der Schulzeit. Da habe ich euch schon von der Traudel berichtet. Sie war ein hübsches, blondes Mädchen und sie konnte mich nicht leiden. Wir hatten den gleichen Heimweg, wir gingen etwas erhöht neben der Straße auf dem Rand einer Wiese. Nun hatte sie die Gemeinheit, mich immer von diesem Weg auf die Fahrbahn hinabzuschubsen. Wieder und wieder, eine ganze Strecke lang. Ich ging von der Straße hoch und sagte, Traudel, hör auf. Und ich litt. Aber sie hörte nicht auf. So ging es die ersten Tage der Schulzeit täglich. Sie hatte ihren Spaß, ich litt. Irgendwann, wir hatten die Hauptstraße überquert, bogen in die Margaretenstraße ein, erwachte in mir plötzlich eine Wut. Ich riss sie an ihrem Schulranzen zu Boden, setzte mich auf sie und hämmerte mit meinen Fäusten auf sie ein, schluchzte und rief, jetzt ist genug. Sie schrie fürchterlich. Alle Haustüren öffneten sich, die Frauen, die mich alle kannten und gern hatten, eilten auf uns zu, rissen mich von der gar nicht mehr hübschen Traudel herab und waren fassungslos. Was machst denn, Helgele? Sie kannten und liebten mich als schüchternes, hilfsbereites Kind, das für sie einkaufte, ihren Kindern Geschichten erzählte und sie hütete. Ich schulterte meinen Schülerranzen, alt und abgeschraubt, und ging schluchzend nach Hause. Auf einmal bremste ein Fahrrad hinter mir. Ein Junge packte mich am Arm, rief, was hast du mit meiner Schwester gemacht? Traudels großer Bruder. Ich schüttelte seine Hand ab, erhob meine beiden Fäuste und fauchte ihn an. Willst du auch noch was? Der große Kerl sah mich entsetzt an, stieg auf sein Fahrrad und radelte davon. Ich ging schluchzend weiter. Daheim klingelte ich, mein Vater öffnete, nahm mich in die Arme und sagte, Helgele, wer hat dir was gemacht? Ich konnte vor Schluchzen lange nichts erzählen. Und dann kam die ganze Geschichte heraus. Er wusch mir mein Gesicht, kämmte mich, strich mir ein Butterbrot, streute Schnittlauch darauf und war einfach für mich da. Von diesem Tag an hatte ich Ruhe vor Traudel und anderen Hexen. Die Schule war ein großes Gebäude mit vielen hellen Zimmern. Am meisten liebte ich das Musikzimmer. Das war ein großer Saal, stufenartig, und unten war die Bühne. Am liebsten saß ich ganz oben, hatte die ganzen Sitzreihen unter mir und die Bühne auch. Ich sang so gern und unser sehr geliebter Musiklehrer Leible hatte meine Liebe zur Musik erkannt. Er sagte immer zu mir, Helga, du musst Kinderlieder singen. Also sang ich mit Hingabe, Schlaf, Kindlein, schlaf, auf dem Berge da wehet der Wind, da wieget Maria ihr Kind und so weiter. Und alle hörten andächtig zu. Und das erzählte ich zu Hause meinen 5 Brüdern, die sich immer die Ohren zuhielten, wenn ich daheim sang. Hör auf, kriegst 'n Zehner. Ich war empört, aber den Zehner nahm ich und hörte auf. Herr Leible hörte mir gerne zu und gab mir immer eine 2. Die Pause um 10 Uhr war mir eine Qual. Wir mussten immer zu zweit rings um den Schulhof gehen. Springen, aus der Reihe treten, war verboten. Wir aßen unsere Brote, das Abbeißen von den Broten der Mitschüler hasste ich. Ich wollte keine fremden Zahnspuren auf meinem Butterbrot haben. Lieber gab ich das Brot ganz hin. Das erste Schuljahr war leicht. Wir lernten das ABC, Diktate, kleine Aufsätze. Rechnen natürlich auch. Im 2. Jahr mussten wir das ABC neu erlernen, in Sütterlin-Schrift. Deutsche Schrift. Ich kann es heute noch. Da begann dann unmerklich die Schulung. Wann sagten wir nicht mehr Guten Morgen, Frau Lehrerin, sondern Heil Hitler,
weil das Pflicht war. Wann begann in der Geschichtsstunde der Germanenkult? Unmerklich wurde alles anders. Ich liebte Geschichte, war nicht mehr das verträumte Kind, das im Speicher in Mutters Fliegenkiste ganze Nachmittage verbrachte. Meine Aufsätze wurden immer in den Schaukästen ausgehängt. Schule war wichtig. Die dunkle Seite war, dass meine Brüder, die 2 Ältesten, nach Abitur und Lehre zu den Soldaten gingen. Die Familie fing an, sich aufzulösen. Für heute genug, nächsten Samstag mehr. Hier kommt ihr zu dem Video Teste dich Quiz, was ich euch schon vorgestellt habe. Ich finde es ganz nett. Und hier könnt ihr abonnieren, wenn ihr wollt. Jetzt sage ich euch Ade, eure Marmeladenoma und Enkel.